Moin, ihr Landratten! Herzlich willkommen zum dritten Teil des heutigen Tages hier auf Hamburg Hafen Live aus Norwegen von der AIDA Prima. Junge, was war das für ein wilder Ritt eben, der Stream. Also für mich war das eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Anfang dachte ich, ach, das wird alles nix, und dann so ein sensationeller Blick. Alleine in der Gondel hoch, dann dieser coole Blick da oben lang gelatscht und dann noch runter diesen Felsvorsprung gefunden mit diesem mega Ausblick. Ich habe eben mal ein Foto auf Instagram geteilt. Könnt ihr gerne mal gucken, vielleicht, falls der ein oder andere uns bei Instagram noch nicht folgt, vielleicht haben wir den Link nochmal, liebe Moderatoren, den ihr reinposten könnt. Da habe ich das eine Foto eben mal auf der Schnelle, egal, rausgehauen. Ja, jetzt geht's gleich los. Ich sehe, die Bugstrahlruder laufen auch schon. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Schiff sich mit den Bugstrahlrudern und wahrscheinlich auch mit den Propellern hinten an die Pier drückt, damit die Leinen in Ruhe losgemacht werden können. Also der Herr Kapitän, der ist wirklich super pünktlich. Ich habe eben auch noch ein Stück von einer Durchsage mitbekommen. Also morgen sind wir wohl schon gegen 7:30 Uhr am Ziel, aber das Anlegemanöver in Nordfjord Eid, das dauert ein bisschen länger, weil wir da quasi an so einem Floating Walk anlegen. Also das heißt, im Prinzip ist das so ein, ja, wir machen im Prinzip an Tonnen fest, und dann wird da halt so eine Art Schwimmponton als Pier rangeklappt. Bin ich mal ganz gespannt, wie das aussieht. Ja, genießt mit mir dieses schöne Auslaufen. Wetter ist wieder etwas besser, und hoffen wir mal, dass das zumindest so für ein Stündchen bleibt. Wir können jetzt noch mal hochgucken. Mittlerweile ist der Blick oben auf den Berg sehr gut. Also heute zwischenzeitlich konnte man überhaupt nicht sehen. Also da war wirklich die komplette Spitze war verdeckt von Wolken, eingehüllt in Wolken. Und vorhin, als ich oben war, naja, die meisten von euch, die haben es ja mitbekommen, haben wir dann einen Blick durch die Wolken erhaschen können. Mann. Ich musste eben erstmal runterkommen. Schnell einen kleinen Happen gegessen. Aber jetzt das Auslaufen, das wollte ich auf jeden Fall auch als Stream wieder mitnehmen. Hier ist die Frage, wie teuer die Fahrt auf dem Berg war. Ja, das waren halt 50 Euro. Deshalb hatte ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen Zockerei ist. Also einige von euch, die meinten dann ja auch, nee, lass es und lohnt sich nicht. Und ich war auch kurz davor. Also ich war wirklich kurz davor zu sagen, es lohnt sich nicht, Paddy, lass das lieber. Ist rausgeschmissenes Geld. Aber dann, naja, leichtsinnig wie ich bin, doch gemacht, gezockt und gewonnen. So, vorhin hatte ich noch den Sven Amts vergessen, lieber Sven. Herzlichen Dank für die 2 Euro Gefahrenzulage. Das hatte ich leider am Ende des Streams nicht mehr gesehen. Und Schwarzbart-Jürgen hatte auch noch mal 200 Bits rausgehauen. Danke dafür. Hansi Seehund ist wieder dabei mit 2,49 und Andreas Preuß sein Dingsbums und Gedöns. Danke. Ja, Holger, ob das jetzt Abzockerei ist, ist halt was Touristisches. Norwegen ist allgemein sehr, sehr teuer. Letztendlich muss man es ja selber wissen, also es zwingt einen ja niemand da hochzugehen. Ich finde 50 Euro auch sportlich, aber heute bereue ich die 50 Euro nicht um einen einzigen Cent. Seawalk heißt das, sagt Karin. Ja, genau, Seawalk. Mir war der Begriff eben entfallen. Hatte der Kapitän auch durchgesagt, aber ja, wie das so ist mit meinem Hirn.
Ja, wir legen jeden Moment ab. Also es wird schon losgemacht. Leinen kann ich leider nicht sehen. Die Leinen sind hier auch wirklich sehr kurz. Sind natürlich auf der Steuerbordseite. Da kann ich leider nicht runter gucken. Auf zur nächsten Runde. Sascha Riedl ist auch dabei. Danke dir für 5,99. Willkommen an Bord, liebe Made. Neues Mitglied auf dem Fischmarkt. So, ich blende mal den Mast ein, damit wir auch sehen, wenn das Schiff sich gleich bewegt. Jürgen, Dankeschön, 5 Euro. Ja, jetzt ist der Berg halt komplett frei. Wobei, also wenn ich mir das Foto angucke, was ich von oben gemacht habe, mit dem Nebel und der Sonne, die da so ein bisschen durchscheint, hat es sich schon gelohnt, hochzufahren mit, naja, Nebel ist es ja nicht, es sind ja Wolken. Also heute mal alles richtig gemacht. Ich bin so glücklich, ich bin echt so happy. Bei schönem Wetter kann das ja jeder. Ja, Chris, ich bin heile wieder runtergekommen. Ach, also ich glaube, das sah auf dem Video teilweise spektakulärer aus, als es dann letztendlich war. Weil ja, man konnte halt immer nicht vorausgucken. Also man konnte immer nicht sehen, geht es da jetzt ganz steil runter oder kommt da noch was? Und da kam halt immer noch was. Ne? Also das heißt, man konnte da immer noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Also es ging nirgendwo irgendwie so steil runter, dass das jetzt total gefährlich gewesen wäre. Aber in meiner kleinen Laien-Bergsteigerwelt war das schon ein spektakuläres Abenteuer. Christopher Samuel, willkommen an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Ja, mal sehen, ob wir jetzt zum auslaufenden Horn bekommen. Heute Morgen war das definitiv zu früh. Und ich glaube, wir bewegen uns. Daniel, Dankeschön, auch wieder auf dem Fischmarkt dabei. Langsam legen wir ab. Fabian wollte gleich auch noch vorbeikommen. Ich hoffe, ich höre ihn klopfen. Nächster Stopp ist Nordfjordeid und ja, die Reise geht über Nacht.
Kapitän hat durchgesagt, dass wir wahrscheinlich schon so gegen 7:30 Uhr da sind. Ich glaube, morgen den Frühstream, den schenke ich mir. Da werde ich mal ausschlafen. Wir haben heute ja echt geliefert. Da darf der ein oder andere dann auch mal ein paar Streams nachgucken. Also ich denke, morgen gönne ich mir dann mal ausschlafen. Und ja, was in Nordfjordeid ist, das schauen wir dann mal. Ja, das Thema mit der Flagge am Vormast, sie ist leider jetzt so ein bisschen da um den Draht gewickelt. Gucken, ob wir die gleich noch mal besser sehen, dann können wir noch mal drauf gucken. Vielleicht finden wir ja mal endgültig heraus, welche Fahne das wirklich ist. So, wir parken rückwärts aus. Ja, hier ist wieder die Frage, was ich für eine Kabine habe. Schaut mal die ersten Streams. Ich habe es dir schon gezeigt, die Kabine. Wir haben das jetzt alles mehrfach erwähnt. Wir haben gestern dann nochmal ein FAQ-Video gemacht mit Fabian vom Kreuzfahrtstudio. Da würde ich jetzt mal einfach auf die vergangenen Streams verweisen. Vielleicht da einfach mal so ein bisschen durchseppen und dann seht ihr auch die Kabine. Da erkläre ich auch genau, was das für eine ist und so weiter und so fort. Hier ist nochmal die Frage, in welchem Stream ich die Kabine zeige. Ich glaube, in dem zweiten war das. Ich habe auch eine Playlist erstellt auf YouTube, wo alle Streams in einer Playlist gesammelt sind von der Reise. Friedrich im Hafen wird nicht direkt per Durchsage jetzt bekannt gegeben, was es für Sehenswürdigkeiten gibt. Aber es gibt hier ja immer diese AIDA-Zeitung und es gibt hier überall Monitore, wo auch steht, was man in den einzelnen Häfen machen kann. Aber jetzt so speziell eine Durchsage oder so eine Ansage, dafür gibt es nicht. Oh, es klopft. Hereinspaziert. Dankeschön, guten Abend. Da auf dem Tisch liegt dein Mikro.
Ja, guten Abend auch von mir. Bin jetzt auch wieder mit am Start. Moin Fabian. Moin. Ja. Ich weiß Moin nicht, habe ob ich heute du auch es. schon aus dem Büro gehört. Also liebe Grüße an die Kollegin im Büro, die Jardine, die auch gerade sicherlich zuschaut. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe heute ein bisschen gezockt mit der Seilbahn. Wir hatten ja. Erst war ja richtig gutes Wetter. Heute am frühen Nachmittag. Dann wollte ich noch mal hoch und ja, dann hat das geregnet. Man konnte überhaupt nichts sehen von der Bergspitze. Dann bin ich noch mal raus und habe den Stream gestartet. Haben wir gezockt. Ich hatte die komplette Gondel für mich alleine. Wahnsinn, ich habe kurz reingeschaut, das gesehen. Komplett alleine, dann da hoch und ja, es sind immer wieder Wolken durchgezogen, aber es war ein spektakulärer Blick. Ja, glaube ich. Wirklich. Also es war richtig, richtig gut. Es hat sich so gelohnt, vor allem, ich war ja auch da oben gefühlt alleine. Also ich habe da vielleicht 5 Leute getroffen. Ja, der Tipp scheint wirklich zu sein, es super antizyklisch zu machen. Und wenn das Schiff so lange wie heute liegt, dann bietet sich das ja auch sehr gut an. Heute Morgen war es sehr voll. Als ich heute Mittag ja einmal ganz kurz draußen war, kamen einige Zuschauer uns entgegen und die haben alle gesagt, dass es sehr voll war. Ja, ich habe Und- das gesehen. Ich war nämlich auch einmal heute Morgen kurz draußen. Ah ja, Und da war richtig Schlange an der Station. Glaube ich. Ja, ja, das sieht man vom Schiff ja ganz gut. Also für die Zuschauer der Tipp, ihr könnt ja vom Schiff direkt die Station sehen und wenn ihr seht, da ist gerade eine lange Schlange, dann macht es wie Paddy und wartet einfach ein bisschen. Aber ein herrlicher Blick hier gerade, muss ich mal ein Foto machen. Ja, wir fahren immer rückwärts raus und schwenken dann quasi mit dem Heck rum. Ich denke mal, dass das einfach mit den Azipod-Antrieben besser geht, als wenn man jetzt quasi ein Stück vorwärts fahren würde und dann über Backbord drehen würde. Also ziehen die Gondeln uns quasi mit dem Hintern raus. Die Gondeln ist heute ein gutes Wortspiel mit der Gondel, mit der du schon Ja. gefahren bist. Die Azipods, ja. Also bei blauem Himmel würde das, glaube ich, aber auch alles nicht ganz so spektakulär aussehen. Ja, es hat schon was mit der Lichtstimmung jetzt und mit den Wolken. Das letzte Mal oder das erste und letzte Mal, als ich oben war, das einzige Mal könnte man auch sagen, das war ja im Winter. Und es war auch ganz mystisch. Und 1 Meter Schnee da oben, total krass, minus 17 Grad. Kalt, aber schön. Der Chat diskutiert immer noch, was das für eine Flagge ist. Tja. Ob wir das noch lösen, das Rätsel? Ja, ich hoffe ja, dass sie sich gleich mal so ein bisschen entheddert. Die ist jetzt etwas da ums Kabel gewickelt. Ja, sie schreibt gezockt um Leib und Leben. Nee, also so ganz so schlimm war es dann auch nicht da oben. Aber es sah schon spektakulär aus und dann kannst du ja auch so über diese Steinwelt laufen und so. Ich habe auch oben noch einen Schlüsselanhänger versteckt. Ach, wirklich? Ja. Und David meint, es ist die Flagge von Spandau. Was hat's Berlin damit hatten auf wir sich? letztens schon. Spandau Berlin wäre jetzt hatten wir etwas schon. konkreter. Also Ja, scheint die richtige Richtung zu sein, auf jeden Fall. hat vielleicht doch was mit dem Kapitän zu tun, der ja aus Berlin kommt. Vielleicht ist das, also ich habe noch nie davon gehört, aber vielleicht ist es wirklich eine Tradition, dass der Kapitän da vorne seine Flagge, seine Heimatflagge immer hissen lässt. Weil es war irgendwo mal eine Rostocker Flagge, da bin ich mir relativ sicher. Und das war dann vielleicht einfach ein Rostocker Kapitän. Da sind doch Stufen am Mast, ja. Fabian, kletter mal hoch und entwirr mal die Flagge. Lassen wir mal besser sein. Wenn du deine persönliche Durchsage haben möchtest. Ja, Brigitte, der
auf der Bergstation. Ich hätte dem gerne noch einen Schlüsselanhänger gegeben. Ich hatte keinen mehr. Ich hatte wirklich einen in der Tasche, den hatte ich versteckt. Ach, da oben, ich war mit dem von der Bergstation fast. Was für ein Sound hier im Fjord. Wow, also das ist echt eine Ansage. Kommt von allen Seiten wieder zurück. Boah, von den Bergen. Gänsehaut, richtig Gänsehaut. Wahnsinn. Der oben, der Stationswärter, der hatte mir noch auf seinem Handy ein paar Bilder gezeigt, die er selber gemacht hat. Ach so. Boah, der hatte Fotos von da oben. Ja. Wahnsinnslichtstimmung dabei. Also wirklich von Sonnenuntergängen bis hin zu Polarlichtern. Also das war echt genial. Das war richtig gut. Jens Peter haut schon wieder ein Fünferpack Mitgliedschaften raus. Dankeschön. Hast du schon mal Polarlichter gesehen? Nein, ich habe noch nie Polarlichter gesehen. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Ist wirklich toll. Also absolut beeindruckend, wenn man da etwas Glück hat und einen guten Zeitpunkt erwischt. Wolkenfreier Himmel natürlich. Irgendwo in Richtung Island, Norwegen unterwegs ist oder auch Lappland, also Finnisch Lappland, Schwedisch Lappland. Das ist echt sehenswert. Ja, und los geht's. Es ist ja bei Hurtigruten so, dass die ja manchmal eine Polarlichtgarantie aussprechen. Echt? Genau, das heißt, wenn auf einer Reise kein Polarlicht zu sehen ist, dann bekommst du einen Gutschein für eine weitere kostenfreie Reise. Das heißt natürlich auch, dass jeder Zipfel Polarlicht zu Beginn, der irgendwo ganz, ganz leicht zu erkennen sein könnte, durchgesagt wird. Weil dann können Sie sagen, okay, wir haben Polarlichter gesehen, Haken dran. Ne, um diese Polarlichtgarantie zu erfüllen. So war es dann auch auf meiner Hurtigruten-Reise. Nachts um 2, Durchsage, Polarlichter zu sehen, alle raus. Tja, und dann ging das Suchen los. Wo sind sie denn nun, die Polarlichter? Und dann stand da jemand und meinte, da hinten kann man ganz bisschen was erkennen. Und 3 Tage später waren sie natürlich viel intensiver. Aber das ist dann so der Nachteil in so einer Polarlichtgarantie, dass sie dann halt alle wecken, um zu sagen, okay, wir haben sie gesehen. Wir haben sie gesehen, Ihr habt jetzt okay. euren Gutschein. Die Garantie ist erfüllt. Genau. Ja. So, ich hatte gerade mal die Flagge etwas besser im Bild. Die kann man jetzt sehr gut sehen. Ja. Da können ja die Flaggenexperten unter euch mal nachschauen. Also wer sich bei Spaß mit Flaggen, mit Schelden auskennt, der kann da ja mal nachschauen. Potsdam meint Kreativ Andi. Alles eine Richtung da, die Ja, ganzen also Vorschläge. ich muss mir mal gerade andere Schuhe anziehen. Oh ja, wird frisch so, ne? Die Schlappen sind ein bisschen frisch. Ja, und auch wie heute Morgen schon wieder diese absolute Stille, diese Ruhe, das ist in Norwegen schon etwas Außergewöhnliches, hier so durchzufahren. Es stehen ja auch 2 Fjorde bevor, morgen Nordfjordeid, übermorgen Geiranger. Landschaftlich nochmal 2 Höhepunkte. Ja, und jetzt haben wir uns gedreht und natürlich in den Wind. Aber noch ist das alles easy. Heute Morgen war das auch so ruhig. Heute Morgen war das ja auch so schön.
2 Euro kommen von Almut. Danke, Almut. Hier ist die Frage, ob auf den Schiffen noch Polartaufe durchgeführt wird. Unterschiedlich. Manche Reedereien machen das, manche nicht. Auf der Postschiffroute ist es schon sehr verbreitet, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Die Polartaufe ist immer der Moment, wenn das Schiff über den nördlichen Polarkreis fährt. Dann kommt Neptun an Bord, so zumindest die Show. Und dann gibt es kaltes Wasser in den Nacken, dann gibt es ein paar nicht so appetitliche Leckereien. Und ja, das Ganze ist so eine Tradition. Ich habe es noch nicht mitgemacht. Ist immer ganz lustig anzusehen, aber auch ohne Taufe kommt man rüber. Ja, ich hatte Äquatortaufe. Ah, ja. Das ist ähnlich. Ja. Kommt auch Neptun, Genau. beziehungsweise Neptuns Frau. Und hat auch mit ekeligen Sachen zu tun. Warum war da Neptuns Frau bei dir? Weil bei mir war Neptun selbst bei der Äquatortaufe. Kann auch sein, nee, ich glaube Neptun mit seiner Frau. Ach so, ja, okay. Oder Neptun und seine Frau. Neptuns Frau in Gestalt des Schiffsmechanikers. War sehr, sehr lustig. Ja, das glaube ich. Köpenick wird hier noch in den Raum geworfen als für die Flagge. Wie finden wir das denn jetzt noch raus? Naja, irgendjemand aus dem Chat kann ja mal diese Flaggen alle aufrufen. Spandau, Köpenick, Potsdam und die einmal vergleichen. Wir hatten sie ja eben sehr schön im Bild. Die Auslaufmelodie hier wieder nur ganz, ganz leicht zu hören. So hier auf der Ecke hört man es so ein bisschen. Ja. Die 3 Lieder spielen wieder durch. Ja, es ist im Stream leider schwierig. Am ersten Tag habe ich sie ja durchlaufen lassen. Da läuft auch Wasser runter. Ob das jetzt als Wasserfall durchgeht, kann ich nicht sagen. Ja, ein bisschen schon. Ne? So ein bisschen schon, ja. So ein typischer Wasserfall, den es nur im Frühjahr und Sommer gibt. Der wird im Herbst dann trocken sein. Wenn die Schneeschmelze dann aufhört, es wieder kälter wird, da oben ist jetzt eben noch Schnee aus dem Winter zu sehen, dann wird der dann auch irgendwann trocken. Das ist halt faszinierend, dieses Land zu den verschiedenen Jahreszeiten zu sehen. Also wirklich total beeindruckend. Wie war das? Heute Mittag hast du gesagt, irgendjemand meinte, in Norwegen kann man an einem Tag alle 4 Jahreszeiten erleben. Genau, das sagte mal ein Kapitän. Das finde ich auch ganz treffend. Hast du mitbekommen, dass es so windig war heute Mittag? Der Kapitän hat das eben durchgesagt, dass sogar hier mit den Azipods und Bugstrahlruder wir an der Pier gehalten werden mussten. Ach, noch zusätzlich? Zusätzlich zu den Leinen. Nee, das habe ich gar nicht mit. Das habe ich wahrscheinlich verschlafen. Mag sein. Also ich war zu dem Zeit in Termin und hatte telefoniert, deswegen habe ich es auch nicht mitbekommen. Aber nur so ein bisschen gemerkt, dass das Schiff etwas vibriert hatte und mir nichts gedacht dabei. Aber dann war klar, weshalb. ...17 Monate auf der Reeperbahn. Ralle hat nochmal nachgeschaut. Laut Wikipedia ist es eindeutig Treptow-Köpenick. Schreiben auch noch viele von euch im Chat. Danke an uns beide für die schönen Bilder und die tollen Informationen von Dirk aus Mittelhessen. Dirk, danke dir für 10 Euro. Ich soll die KI fragen, was das für eine Flagge ist. Ich habe doch euch. Statt ChatGPT haben wir einen Chat. Funktioniert viel besser als die KI. Stefan möchte wissen, ob die AIDA-Kapitäne ein festes Schiff haben oder ob sie auch innerhalb der Flotte wechseln. Teils, teils. Also grundsätzlich ist es schon, dass die Kapitäne erstmal ein Stammschiff haben, auf dem sie dann auch wiederkehren. Das wechselt dann aber wiederum alle paar Jahre mal. Es soll ja auch nicht immer zu viel Routine reinkommen.
dann ist es ja auch so, dass die Schiffe oftmals in den Jahren immer wieder in ihre Fahrtgebiete zurückkehren. Also AIDA Prima zum Beispiel war jetzt in der letzten Wintersaison im Orient, wird auch in der kommenden Wintersaison wieder im Orient sein. Oder die Perla ist zum Beispiel ein Schiff, das jahrelang immer in der Karibik im Winter unterwegs ist. Ja, und so ein Kapitän oder nicht nur Kapitän, generell die Crew, die freut sich natürlich auch mal über Abwechslung im Dienstplan und das geht dann auch mal damit einher, dass das Schiff mal gewechselt wird. Und dann wieder neue Kollegen, neue Crewmitglieder, dass eben nicht zu viel Routine reinkommt. Das ist immer wichtig im Schiffsbetrieb. Also mit der Flagge haben wir den Chat gut beschäftigt. Wir müssen echt mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Ob das tatsächlich mit dem Kapitän zusammenhängt, weil der kommt ja aus Berlin. David Rienecker heißt der. Mit sehr markanten Durchsagen. In einer sehr langen Pause zwischen ihr und Kapitän. Am Anfang dachten wir, na, weiß er nicht, wer er ist, Genau. aber das ist eine Masche. Das ist eine Masche. Das ist Absicht. Also er sagte immer am Ende, sagte dann irgendwann, ja, viele Grüße, ihr Kapitän. Das war zu schnell, das war zu schnell. Das war zu schnell, ist noch länger die Pause, ja. Auf jeden Fall. Also du denkst dann echt, ja, wann kommt es denn, wann kommt es denn? Da hat ihm vielleicht mal jemand gesagt, dass das eine schöne Redepause ist an der Stelle. Sebastian Kolze schreibt, das AIDA Social Media Team hätte ihm gesagt, wir sollen die Crew fragen. Ja, wir müssen mal jemanden von der Crew fragen. Vielleicht haben wir da noch mal die Möglichkeit. Bestimmt. Irgendwann dazu. Das ist ja lustig. Hat der Sebastian gleich mal bei AIDA über Social Media angefragt. Ich finde das immer so schön, auch dann in Norwegen, wenn man dann seit einigen Tagen, wie wir jetzt unterwegs sind und du mich dann so fragst, gilt das als Wasserfall davor? Das ist halt so beeindruckend an sich. Wenn das in Deutschland wäre, würde es der Wasserfall des Landes sein. Ja, genau. Und hier sind halt so viele schöne Wasserfälle, dass du mich dann schon fragst, ja, geht der überhaupt als Wasserfall durch? Aber ich würde sagen, ziemlich eindeutig ja, oder? Absolut. Von hier aus jetzt gerade aus der Perspektive hat das was. Ist einfach so schön auch, wie das im Video vorbeizieht. Schauen wir mal, wie schnell wir jetzt sind. Norwegen ist und bleibt eines der schönsten Länder der Welt. Jedes Mal atemberaubend. Habe richtig Fernweh, wenn ich das sehe. Schreibt der Fabian, der auch schon seit 23 Monaten dabei ist. Danke dir. Und danke euch beiden für die schönen Bilder und die ganzen Informationen. Kommt von Marcel. 11 Monate. Danke, Marcel. 12 Knoten sind es gerade. AIDA Perla macht gerade unseren Anleger für morgen frei. Die ist nämlich heute in Nordfjord gewesen und fährt jetzt weiter nach Ålesund. Also heute und morgen identischer Anblick in Nordfjord, denn die Perla ist ja baugleich mit der AIDA Prima. Ja, hier kommen jetzt auch noch mal einige Fragen generell hier zum Schiff und so weiter. Schaut euch doch bitte mal gestern den Stream an. Da haben wir einen gemacht, nur mit allen möglichen Fragen über Kreuzfahrten. Und da ist das noch mal so ein bisschen in komprimierter Form. Da müssen wir nicht alles immer wieder wiederholen. Nicht, dass wir das nicht beantworten möchten, aber es ist sind dann doch immer dieselben Fragen und dafür haben wir es ja gemacht. Da sind wirklich nur Fragen und Antworten drin. Wenn du mal Fragen im Chat siehst, die wir aber noch gar nicht hatten, Ja, können wir nee, natürlich auch klar, immer das gerne mache ich. drauf eingehen. Ja, nee, absolut. Absolut.
wann wir zurück nach Hamburg kommen, am Sonntag, ne? Ja, genau. Genau. Zurück in die Sonne, da wird es richtig warm. glaube ich. Ja. Bin auch schon am Überlegen. Also ich glaube, die Anfahrt auf Hamburg, die muss ich auch streamen. Das wird zwar furchtbar früh, Ja. aber es ist einfach so schön, dass es so nach Hause kommen und wenn das Wetter mitspielt, dann nach Hamburg rein, am Fischmarkt drehen. Ich glaube, das muss sein. Ist ja hier auch eine sehr gute Kabinenlage wieder dafür, weil wir ja erst dann am Dockland vorbeiziehen. Das ist ja dann noch auf dieser Seite hier. Stimmt. Und dann dreht das Schiff ja meistens dann dort auch und fährt dann rückwärts nach Steinwerder rein. Für eine Postkarte mit Paddy aus Norwegen. 2 Euro vom Ankerbengel. Meinst du, ich soll dir eine Postkarte schicken oder soll ich mich hier in Norwegen fotografieren? Nee. Nein. Brigitte sagt schon, ja, ich soll unbedingt live gehen. Brigitte, werde ich denn dann auch empfangen von dir? Skinner fragt auch noch mal nach dem Rundgang durchs Schiff. Rundgang ist mit Livestream leider etwas schwierig, aber deshalb hat der Fabian noch mal jetzt an Bord einen neuen Rundgang produziert. Die beiden, Malte und Fabian, haben die ganze Zeit gefilmt. Wir haben auch ein bisschen was dazu aufgenommen, ein bisschen Tonspur und das wird dann irgendwann nach der Reise kommen. Kannst du dann ja auch, wenn du das postest, nochmal Bescheid sagen. Ja, mach ich. Dann teile ich das auf Genau. Instagram. Ist überwiegend im Kasten. Wir haben heute noch mal vieles eingefangen. Nur die Außendecks, die fehlen jetzt noch. Da hoffen wir mal noch auf ein paar Sonnenstrahlen. Ja, das wäre heute, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ja. Weiß jemand, wie teuer eine Briefmarke für eine Postkarte nach Deutschland ist, fragt Katrin. Gute Frage. Boah, Also, schon lange keine Post mehr aus dem Ausland nach Deutschland verschickt. ja, Einlaufen in Hamburg kann man davon ausgehen, dass das zwischen 5 und 6 Uhr ist. Also zwischen 5 und 6 Uhr fest. Mitten in der Nacht fahren wir in die Elbe rein. Und dann mal Kannst gucken. du eigentlich direkt wach bleiben, oder? Ja, kann ich eigentlich, ja, ist nach dem Seetag, da habe ich gut geschlafen. Und danach nach Hause und ins Bett. 1,25 schreibt der Ankerbengel. Okay. Korbacher. Das Schiff fährt gar nicht, die schieben die Kulissen weiter. Ja, Ja. das ist gut. Also was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man so ein bisschen zur Seite filmt. Und dann sieht man ja, wie sich der Vordergrund gegen den Hintergrund verschiebt. Der sogenannte Parallaxe-Effekt. Ulrich, ich danke dir auch nochmal für 10 Euro. Was für eine schöne Reise. Ich mag gerade einfach nur genießen. Ihr seid so tolle Reisebegleiter. Ganz lieben Dank. Ach, das freut uns. Das freut uns. Bei den vielen Stunden Livestream sind die Zuschauer wirklich fast live dabei. Ja, ich habe eine, ganz liebe Grüße vielleicht. Ich habe eine Dame an Bord getroffen, die auch immer Hamburg Hafen live guckt. Die hat mir gesagt, wenn sie wieder zu Hause ist, möchte sie sich mit einer Freundin treffen. Und dann wollen sie an einem Wochenende alle Streams komplett durchgucken. Reicht da ein Wochenende oder? Ich Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall mal ganz, ganz liebe Grüße, wenn du das hier hörst. Hast du schon mal überschlagen, wie glaube- viele Stunden es waren jetzt insgesamt? Nee, ich schätze mal auf 12, 13, 14 Stunden kommen wir Mindestens, bestimmt. oder? Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube auch Ja. mehr. Ich glaube, Angelika heißt sie. Jana schreibt, sie ist neu hier und genießt jeden Abend zuzuschauen und zuzuhören, ob live oder später. Jana, willkommen an Bord.
Liebe Grüße an der Stelle auch nochmal an alle, die vielleicht jetzt durch die Livestreams, speziell hier durch die Reise mit AIDA und mit dem Fabian dazugekommen sind. Schön, dass ihr den Kanal gefunden habt. Oh, hier vorne kam gerade ein Tier aus dem Wasser, aber es, glaube ich, war kein Wal, kein Delfin, sahen mir nach einem großen Fisch aus. Auch keine Schildkröte, leider. Die gibt es ja eher im Bahnfahrtgebiet, aber auch immer sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt für die nächsten 2 Stunden die Kamera aufs Wasser richten. Ja. Ja, aber ist ja immer so, wenn du dann drauf wartest, dass was kommt. Aber dieses Plateau da oben, ne, das sieht aber auch interessant aus, finde ich. Ob man da hinwandern kann? Mit den richtigen Schuhen. Also Mann ja, Paddy nein. Ja, das war eine Meerjungfrau. Meerjungfrau, Schwester Hansen. Da war doch was. Hier ist die Frage, ob du schon mit Morten Hansen gefahren bist. Ja, mehrfach sogar. Morten Hansen, für alle, die ihn nicht kennen, das ist der berühmteste Kapitän der Fernsehserie Verrückt nach Meer. Ist ja wirklich ein Erfolgsformat gewesen. So viele Staffeln und Folgen wurden ja aufgezeichnet auf der Phoenix-Flotte, auf der Grand Lady zum Beispiel, wie er sie immer liebevoll genannt hat, die MS Atania. Und Morten Hansen ist da so ein Kapitän mit norwegischem Hintergrund, also das ist hier alles seine Heimat. Ich glaube, aus Tromsø kommt er, wenn ich mich nicht täusche. Und der grüßt ja immer so ganz typisch von der, ich kann es nicht nachmachen, von der ich lasse es lieber. Also er rollt das R der Brücke immer sehr. Und der hat eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Wahnsinn. Und seine Familie guckt Hamburg Hafen live. Ach ja, wirklich? Ja, er hatte uns nämlich geschrieben, als er das letzte Mal aus Hamburg raus ist, dass seine Familie zugeguckt hätte. Er hat uns okay. nochmal geschrieben, Livestream geguckt und so. Schön, ja. Ist auch ein bisschen auf Social Media aktiv. Also postet da auch hin und wieder. Ist jetzt nicht so der Monster-Poster. Finde ich aber auch ganz gut. Gibt es immer mal so ein paar Häppchen von den Reisen. Vor allem auch von seinen Landgängen. Irony. Ich danke dir für 5 Euro. Und dann noch eine Frage an Fabian. War das Schuhe- oder Schiffebüro vielleicht in der Klingenbergstraße? Grüße von einem Ex-Detmolder. Ah, ja, das ist gut. Das war tatsächlich in der Klingenbergstraße, ja. Ja. Korrekt. Willkommen bei uns auf dem Fischmarkt. K.S. Danke dir für die Mitgliedschaft. Ja, jetzt der Danny, der ist ja auch bekannt, glaube ich, aus Verrückt nach Meer. Ne? Ja. Zudem hatten wir auch immer Kontakt. Also wenn der in Hamburg ist und ausläuft, ist eigentlich auch immer ganz witzig. Der erscheint dann auch oft in den Streams, steht dann irgendwo, sagt Bescheid, winkt. Der macht ja auch oft Livestreams, dann allerdings auf Instagram. Ja, genau. Ist immer ganz witzig. Der ruft ja auch so, der kann so laut rufen, dass man es auch gut hört. Der war auch schon bei uns im Kundenevent tatsächlich. Ach, im cool. Büro. Also ich habe auch einen guten Draht zu ihm, wir kennen uns auch schon lange. Und dann hatte ich ihn mal gefragt. Und dann ist er wirklich bei uns nach Bielefeld extra gekommen und hat einen Abend erzählt von seinen Erlebnissen auf hoher See. Damals ja auch für Phoenix unterwegs gewesen und da so viel erlebt. Wahnsinn. Ich wollte ihn auch mal anschreiben, wenn er wieder, ich glaube jetzt im Moment ist er gerade nicht an Bord, aber mal gucken, ob der nicht mal irgendwann Lust hat, dass man den mal in einen Livestream bekommt, wenn er in Hamburg ist. Mal schauen, ob das mal irgendwann klappt. Macht er bestimmt. Hat er an sich, glaube ich, schon Lust zu. Ich denke auch, ist eher eine Organisationsfrage. Anzahlung für Bergschuhe schickt Barbara. Danke, Barbara, für die 10 Schweizer Franken.
Detlef Und- fragt schon wieder wegen der Markise. Das Wolltest du ist- es auch gerade sagen, oder? Ich wollte es gerade sagen, ich habe dir das doch erzählt, als ich auf der Skala war, ist eine Waschmaschine kaputt gegangen. Ja. Das Thema Waschmaschine von der Skala war noch 3 Wochen Thema im Chat. Ja. Und deine kaputte Markise, Nee, sie ist ja die zum wird Glück uns nicht auch kaputt. verfolgen. Sie ist ja zum Glück heile. Alles ist heile bestens, geblieben, alles ja. ist gut. Ich habe vom Team gehört, dass das Unwetter in Bielefeld wohl gar nicht so schlimm war. Von daher alles bestens, Markise in bester Ordnung. Guck mal, Brigitte, die weiß das immer ganz genau. Danny hat Urlaub und ist ab 26.07. wieder auf der Perla. Ja, und wenn er das nächste Mal dann sagt, ich stehe da und da, hatte er nämlich auch dann bei den letzten Livestreams immer geschrieben, ich stehe da und ich immer, ja, wo ist denn das? Jetzt weiß ich Bescheid. Perla ist ja... Also sind auch die ganzen Bars und so, Ja. ist das alles gleich? Genau, ja. Gibt es überhaupt Unterschiede, Prima Perla, so im Detail? Boah, also da wüsste ich gerade nicht spontan. Also keine, wo du jetzt sagst, das ist definitiv ein... Nee. Aber ich glaube, die Perla ist auch wirklich das Schiff, auf dem ich am längsten nicht mehr war. Und das müsste 2017 gewesen sein. Die Prima hat sich zwischendurch mal wieder ermöglicht gehabt, das schon, aber die Perla. Von daher habe ich jetzt auch nicht so viele Bilder vor Augen, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt irgendwie ein signifikanter Unterschied. Nahezu identisch, sagen wir mal so. A.B. Willkommen an Bord. Danke für die Mitgliedschaft. 100 Bits kommen von Rea. Liebe Grüße, Strickliesel. Ja, Danny ist der Brüller. Danny hat ja auch diese Jacke mit lauter Patches drauf. Ja, genau. Ich glaube, die hat er irgendwie von einer Weltreise oder so, ne? Ja, immer wieder was drauf Und gestickt, die ist geklebt, wie auch mittlerweile immer. so markant, die hat er ja auch immer an. Hier haben wir auch wieder so eine Stelle, wo man mal schön die Landschaft vorbeiziehen lassen kann. Ja, Mike schreibt auch, nach der Waschmaschine erinnert sich. Danke dir, Mike. Heute Morgen hatten wir da hinten, wenn man irgendwo um die Kurve fährt, mal so ein bisschen Netzprobleme. Wir gucken mal. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie lange wir streamen. Also, ja, ich denke mal, ein bisschen nehmen wir noch mit. Das ist so schön gerade. Aber der Chat hat ja auch schon signalisiert, dass sie mich nicht wirklich brauchen. Ich kann auch einfach die Kamera laufen lassen. Heimat Live möchte wissen, welchen Roaming-Tarif ich nutze. Ich habe auf all meinen SIM-Karten eine Flatrate und da ist dann auch entsprechend Roaming für Europa dabei. Allerdings sage ich auch immer dazu, ein bisschen Obacht. Wenn ihr eine Flatrate habt im deutschen Netz, habt ihr nicht automatisch eine Flatrate in den europäischen Netzen. Da gibt es eine sogenannte Fair-Use-Regel. Und das heißt, im Kleingedruckten habt ihr dann im Ausland schon ein gewisses Datenkontingent. Ich habe aber mehrere SIM-Karten und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe insgesamt 500 oder 600 Gigabyte. Ich habe mal alle zusammengerechnet. Ich muss auch immer so ein bisschen gucken, welche Karte ich jetzt aktiviere und wo ich mehr Traffic von abzapfe, damit nicht eine dann alle ist und am Ende nur noch eine übrig bleibt. Ja, Fabian mal auf die Skala für eine Woche. Ich habe auch schon gesagt, Fabian müsste eigentlich mal eine Frachtschiffreise machen. Ja, das fehlt tatsächlich gänzlich im Portfolio bisher. Aber hat sicherlich auch seinen Reiz. Also warum nicht? Also was wirklich ganz schön ist, du kannst ja zum Beispiel ab Hamburg so Reisen machen, da durch den Nord-Ostsee-Kanal. Das habe ich ja auch gemacht und dann so Ostsee und dann hier so Finnland, Schweden Ah, ja. hoch. Und die gehen dann so circa eine Woche.
Und das ist halt schon interessant, weil du eigentlich auch fast jeden Tag einen Hafen hast. Ja, ja. Ja, und wenn sich jemand also wirklich so viel für das Nautische und so weiter interessiert, für das, was auf dem Schiff passiert, Blick hinter die Kulissen, das ist schon eine schöne Sache. Geschäftlich absolut uninteressant für dich, weil es gibt da, glaube ich, 2 Agenturen in Deutschland. Ja. Und zu der einen habe ich Kontakt, die hat gesagt, die hat gar nicht so viele Reisen, wie nachgefragt Das ist werden. Wahnsinn, ja. Ja, weil das natürlich, viele Reedereien bieten das nicht mehr an. Die großen, zum Beispiel CMA, CGM, konntest du vor Corona auf den ganz großen Schiffen mitfahren. Also auch richtig weite Reisen. Wahnsinn. Die haben das mit Corona alles eingestellt und dann auch nicht wieder gestartet. Stefan, 2 Euro, schreibt, 82 Stufen warten auf dich. Nee, 84 waren es. 84 waren das. Mike schreibt es auch nochmal. 84 Stufen und Eskalation. Ja. Danke, ihr beiden, für die Unterstützung. Aber ich muss sagen, Norwegen ist schon toll. Ich war ja noch nie hier. Und wir haben jetzt natürlich das Glück gehabt, dass wir wirklich fast die 4 Jahreszeiten hatten. Also was uns jetzt noch fehlte, ist Schneefall. Aber wir hatten ja ersten Tag in Flom 27 Grad. Da sind wir ja weggebrutzelt, als wir krass, da zum Wasserfall hoch sind. Und gestern hatten wir ja auch nicht richtig Sonne, aber es war so mittel. Und heute ist tatsächlich echt schon ein bisschen kühler. Morgen ist der kälteste Tag, unter 10 Grad. Maximum. Ja, ich habe auch schon gesagt, ich glaube, morgen früh werde ich nicht streamen. Morgen werde ich mich nicht aus dem Bett schälen. Dann muss ich mal wieder ausschlafen. So alle 2 Tage und dann macht das auch richtig Spaß. Ne? Ich glaube, wenn du jeden Tag 5 Uhr aufstehst, dann bist du auch irgendwann im Eimer. Aber ich mache das ja ganz gerne, weil ich einfach diese Morgenstimmung total liebe. Ist auch in Hamburg toll. Also wenn du in Hamburg bist und das hinbekommst, dich aus dem Bett zu schälen und dann im Sommer, aber bei Sonnenaufgang, der ganze Hafen ist ruhig, die ersten Schiffe kommen rein, oft die Kreuzfahrtschiffe. Das ist echt toll. Ja, ich merke das jetzt so nach ein paar Tagen, diese Müdigkeit, die ich in Norwegen dann oft habe, weil ich abends und nachts nicht so richtig zur Ruhe komme wegen der Helligkeit. Auch jetzt gerade relativ müde und abends dann denkst du gehst ins Bett und kannst gut schlafen und dann ist es aber noch so hell und dann kriegst du den Kopf nicht aus. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist so ein kleiner Nachteil an der Verdunklung bei den Kabinen. Es sind halt Vorhänge und du hast eigentlich immer irgendwo einen Spalt, wo Licht durchkommt. Und meistens hast du dann auch das Pech, dass die Sonne voll reinknallt. Nein, Chris, ich habe immer noch keine Kaffeemaschine auf die Kabine bestellt. Ich habe es irgendwie immer vertüdelt und jetzt weiß ich ja, wo ich morgens um 6 Kaffee kriege. Im Beachclub. Jetzt ziehe ich das durch ohne Kaffeemaschine. Kreuzfahrt überlebt ohne eigene Kaffeemaschine. Jetzt weht es aber richtig. Ja. Uiuiui. Ja. Du kannst dich auch gerne hier so ein bisschen mit zurückstellen. Also hier geht es tatsächlich gerade, aber also man muss sich hier irgendwie immer so die windstillen Ecken suchen. Ja. Den Tipp Schlafmaske habe ich von meiner Frau auch schon bekommen. Ja, Gibt bestimmt so eine AIDA-Schlafmaske im Store, oder? Schon. Das Ärgerliche ist, ich habe mir sogar mal eine gute gekauft. Also ich hatte es mal probiert mit so einer einfachen, die gibt es ja auch in der Drogerie oder so für ein paar Euro. Aber damit kam ich nicht so gut klar und ich hatte mir extra eine richtig professionelle gekauft für solche speziellen Nordtouren.
aber sie liegt leider zu Hause in der Schublade, vergessen. Du, ich kenne das. Ich habe auch alles. Ja. Wir nehmen nur nie alles mit. Ja. Ja. Aber ich kann die auch tatsächlich nicht die ganze Nacht durchtragen. Das macht mich dann auch wahnsinnig. Das ist dann eher, wenn ich dann morgens wach werde und denke, es ist jetzt zu hell, dann setze ich sie auf und dann geht es manchmal noch mal für eine Stunde. Tanja meinte, ich soll einfach die Bänder abschneiden und sie mir einfach nur so auf die Augen legen. Das Problem ist, dass ich nicht die ganze Zeit auf dem Rücken schlafe. Ja, so geht es mir auch. Ja. Ja. Janni fragt auch nochmal, wie ich die Dunkelheit in der Kabine empfinde. Also wie gesagt, es ist einfach nicht richtig dunkel. Die Vorhänge sind auch so leicht lichtdurchlässig. Ja. Sind jetzt keine richtigen Verdunklungsvorhänge. Nee, leider. Also, ist mir auch immer wieder ein Rätsel, weshalb das so verbaut wird. Aber gut. ja, also ich glaube, das hätte man smarter machen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viele Leute ein bisschen Probleme mit haben. Also wer wirklich, das ist auch nochmal ein Tipp, wer wirklich da ganz, ganz, ganz empfindlich ist, auf diesen hohen Nordtouren vielleicht doch eine Innenkabine nehmen. Weil das wird ist zu das und es ist Argument dunkel, für die Licht aus. Ja. Schlaf ist da möglich. Mit all den Nachteilen, die eine Innenkabine natürlich mit sich bringt, aber das ist ein Vorteil. Ja. Hier ist die Frage, ob die MSC World Europa komplett abgedunkelte Kabinen hat. Ist das nicht die neue World Europa? Genau, das ist oder? die neueste, die größte. Die hat, also komplett abgedunkelt sind da eben auch die Innenkabinen natürlich. Und ansonsten die Vorhänge, das ist, glaube ich, in Ordnung soweit. Aber die fährt ja im Mittelmeer bisher ausschließlich und das ist jetzt da nicht so das allergrößte Thema im Vergleich zu hier in Norwegen. Da hatten wir ja relativ normale Sonnenauf- und Untergangszeiten. Habt ihr denn gut... Ach so, ihr wart heute eher... Da konnte ich ja leider nicht mit wegen des Streams. Ihr wart heute à la carte... Nee, in welchem Restaurant war ihr? Auf jeden Fall eins, was man bestellen muss. Genau, ne? im Casanova, das italienische Spezialitätenrestaurant im venezianischen Stil eingerichtet. Das sind ja so die Themenwelten, die die Restaurants hier bieten bei AIDA. Und es ist schon schön, dort da zu sitzen. Und es ist alles wieder ein ganz anderes Ambiente als gestern zum Beispiel. Gestern waren wir im Brauhaus, glaube ich, oder war das vorgestern? Ne? Gestern, genau. Ich habe manchmal kein Zeitgefühl. Genau, das war gestern wieder ganz was anderes. Und dann mit italienischem Menü. Vorspeise zum Beispiel Mozzarella oder auch Carpaccio, Suppen, Parmesansuppe und Pastagerichte natürlich ganz viel. Fisch, Röstbarschfilet, Fleisch. Ja, und typische Desserts, Tiramisu, Panna Cotta, Eis. Ja, bei mir hat es leider nur zur Currywurst gereicht aufgrund der Zeit heute, aber wir haben morgen noch mal reserviert. Wir legen ja morgen erst um 19.30 Uhr ab. Vielleicht passt das dann, dass wir dann noch mal gemeinsam hast du 18 Uhr reserviert? Ja. Oder? Ja. Ja, das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte klappen, ja. Das wäre doch super. schön. Dann versuchen wir das doch morgen mal gemeinsam umzusetzen. Nach dem Bergtraining der letzten Tage freue ich mich schon auf Paddys Stream. Paddy wandert live zum Matterhorn. Andi, 5 Schweizer Franken. Ja, danke. Nicht, dass dein Stativ hier noch umkippt. Ja, also ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt da noch so ein Stück um die Ecke. Ja. Gucken da mal. Das klingt so, als hättest du hier das Steuer in der Hand. Wir fahren da hinten nochmal um die Ecke, gucken da nochmal. Als wärst du hier der Kapitän. Mit meinem Sportbootführerschein kommen wir da nicht weit. Ja. Summer fragt, ob wir die Tapasbar ausprobiert haben. Ja, heute Mittag waren wir da. Das war auch sehr lecker. Ja. Das war auch sehr lecker. Allerdings haben wir da auch wieder festgestellt, was wir im Brauhaus festgestellt haben. Tapasbar gibt Sangria. Im Brauhaus gibt es dieses AIDA-Bier. Und beides ist aufpreispflichtig, egal welches Getränkepaket du hast. Und das fanden wir so ein bisschen schade, weil es sah so ein bisschen so aus, als ob sie versuchen, dass die Leute sagen, ach ja, das bestellen sie mit und dann, also ich will jetzt nicht sagen Falle, aber irgendwie fanden wir das jetzt nicht so gut, dass das nicht mal im größten Getränkepaket drin ist.
Das ist wirklich etwas schade. Also gerade so diese Spezialgetränke in den jeweiligen Restaurants, wie das Zwickel im Brauhaus, dass es nicht dabei ist, oder auch dann Sangria in der Tapas-Bar. Ja, schade. Die Sondertransporter sind fertig mit Streamen und raiden rüber mit 127 Leuten. Moin, ihr Lieben. Paddy, frag mal bitte Fabian, ob er schon auf dem Prekelstolen war. Ja. Ja, tatsächlich. Das ist ja, darüber hatten wir vor ein paar Tagen schon kurz gesprochen. Das ist dieser Felsvorsprung bei Stavanger in der Nähe, am Lysefjord. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. 604 Meter sind es, glaube ich, über dem Meer, dieser Felsvorsprung. Und die Wanderung dahin ist beschwerlich, ungefähr 2 Stunden pro Strecke, je nach Kondition. Manche schaffen es ein bisschen schneller, manche brauchen ein bisschen länger. Aber der Ausblick von da oben, der ist fantastisch. Speziell und typisch norwegisch ist eben, dass es keine Geländer dort gibt. Also es ist keine Absicherung. Du kannst auf diesen Felsvorsprung treten, bis vorne an die Kante gehen und du schaust tatsächlich 600 Meter runter in den Fjord hinein. Es gibt dann auch ganz mutige, die setzen sich dann auf die Kante, lassen die Beine baumeln und machen Fotos. Super. Das ist dann für den ganz besonderen Adrenalinkick. Ist laut norwegischen Informationen, ich hatte letztens noch mal eine Doku darüber gesehen, ist da noch nie jemand runtergestürzt. Zum Glück. Hoffentlich bleibt es dabei. Oder wurde nicht gefunden. Oder wurde nicht gefunden oder nicht gemeldet oder ja, niemand hat es gemerkt, wer weiß. Aber das ist schon sehr speziell, aber auch sehenswert. Zwiebellook. Es ist wirklich frisch. Zwiebellook rückwärts. Oh, aber ich das sag ist jetzt dir, echt. es wäre wieder der richtige Moment für deinen Ventilator, für die Zuschauer. Ja, stimmt. Könntest du jetzt auf Vollpower stellen lassen. Ventilator mit extra Kühlung. Ja. Herzlich willkommen bei unserem Kanal an Jurele90. Danke. Aber wenn ich mich jetzt hier vorne an die Reling stelle, dann ist, glaube ich, richtig. Oh ja. Ist es zu sehen so? Also hier ist schon ordentlich Wind gerade vorne. Aber das macht es auch aus und ja, auch irgendwie schön, dann hier zu stehen und die Schifffahrt zu spüren. Boah. Ja, schön windig. Auch hier wieder die Hänge, wie dramatisch die da oben in den Berg ragen. Super sehenswert. Der Northfeeder meint, dass es doch wohl schon Unfälle gab auf dem Plateau. Unfälle, okay. Ja, also ich hatte letztens in dieser Doku gehört, dass halt noch nie jemand gestorben ist. Das heißt ja nicht, dass es noch keine Unfälle gab. Also Unfälle, also du meinst wahrscheinlich, gab noch keine Selbstmörder, oder? Ja, oder dass halt noch nie jemand wirklich runter. Aber ich glaube, wenn man da runterfällt von dem Plateau, dann kommt man da nicht mehr lebend raus aus der Geschichte. Nee. Weil wenn es 600 Meter runter geht. Oliver schreibt, er möchte mich noch mal in der Hängematte sehen. Ja, das wäre doch jetzt mal was. Ja, aber nicht jetzt. Also da warten wir vielleicht. Das machen wir zum Abschluss, wenn es in Hamburg warm ist. Ja. Aber es zieht auch so ein bisschen Spray auf. Also jetzt für die Ventilatoren noch den Sprühnebel einschalten. Genau. Katrin möchte noch mal wissen, ob du ein Lieblingsschiff hast, allerdings reedereiübergreifend, also jetzt nicht speziell AIDA. Ja, schon. Das könnte zum Beispiel sein, also viele tatsächlich. Es fällt mir schwer, sich da auf ein Schiff zu beschränken.
Ich mag die amerikanischen Schiffe immer gerne, vor allem die neuen von Celebrity Cruises. Also beispielsweise Celebrity Beyond oder Celebrity Apex. Die sind super stylisch. Man könnte heutzutage auch sagen Instagrammable. Da hat sich jemand echt Gedanken gemacht bei der Gestaltung mit dem Magic Carpet an der Seite, also dieser Bar, die von oben nach unten fahren kann. Whirlpools im Champagnerglasform. Hinten ein Rooftop Garden an Deck. Eine richtig schicke Martini-Bar im Inneren. So viele Highlights, die das Schiff zu bieten hat. Das ist eines meiner Lieblingsschiffe. Whiskyhase schickt eine Anzahlung für Haargel bei dem Wind. Danke dir. 5 Wahrscheinlich Euro. waren meine Haare gerade so. Naja, durch die schreibt Gegend für geflogen. Paddy. Schreibt, Ach so, ja, okay, aber okay. du kannst da gerne was von abhaben. Und Sina, willkommen an Bord. Ich danke dir für deine Mitgliedschaft. Micha verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank, Micha. Boah, jetzt wird es aber langsam ungemütlich. Mensch, ich glaube, wir vertagen uns gleich mal so langsam. Denn hier wird langsam alles nass. Also wir stehen auch ganz weit hinten unterm Dach, nutzt aber nichts. Hey, also kommen Sie uns hier ein bisschen mit Der hin. Hier geht's. Regen, ja, aber es Ach so, knallt halt ja, alles, okay, stimmt. knallt ja alles auf die Technik. Ja. Ja, aber ich finde, wir hatten heute echt super Streams, heute Morgen einen schönen langen, als wir hier reingefahren sind. Also wer da noch mal ein bisschen nachgucken will und dann natürlich den von dem Berg heute. Also das war, glaube ich, echt ein Highlight. Da seppt mal ein bisschen rein. Das war, also es war, in meiner kleinen Welt war das Adrenalin pur. Ja, Almut, ich danke dir auch für 2 Euro. Super Chat. Also seid nicht böse, es kommt jetzt wirklich der Regen frontal von vorne. Das macht jetzt nicht wirklich Spaß und ich glaube, wir haben aber auch das meiste oder das Schönste weitestgehend gesehen. Von daher würde ich sagen, wir genießen den Abend noch. Ich werde mich weiter durch die Cocktailkarte arbeiten. Also ich glaube, 6 Cocktails habe ich schon durch. Oh wow. Ja. Heute Ja. oder? Nein, immer nur 3 pro Abend. Ah ja, okay. 3, das verkrafte ich so gerade. Ja. Das geht noch so gerade. Nein, bei 6 Cocktails, da wäre ich out of order. Ja. Steffi ist auch seit 8 Monaten dabei. Steffi, Dankeschön. Ja, also ihr Lieben, von daher sage ich mal, danke, dass ihr heute so zahlreich dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung im Chat. Danke natürlich auch für die ganze Kanalunterstützung. Danke wieder mal an Fabian, der heute Morgen und jetzt dabei war und Sehr wieder gerne. jede Hat Menge Spaß Infos gemacht. rausgehauen hat. Also wer auch noch mal so ein bisschen Lust hat auf Kreuzfahrt-Content, schaut noch mal in den Stream von gestern rein. Da hat Fabian jede Menge Fragen beantwortet. Also das war, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Lieber Gruß nach Hause geht natürlich an meine Frau und ein dickes Dankeschön geht an unsere Moderatoren, die wieder ordentlich mitgeholfen haben. In diesem Sinne, ihr Lieben, dann gucken wir mal, was morgen so kommt. Also morgen früh nicht, aber mal schauen, wir müssen aufs Wetter gucken. Genau. Ja, wir gucken aufs Wetter und dann, ob wir irgendwas an Land machen oder ob wir abends auslaufend streamen können. Da schauen wir mal. Macht's gut und dann sage ich mal, Schönen Abend. schönen Abend, over and out.